Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Tina Schneider, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus 3 Teilen. Teil 3. Gemeinsam etwas planen, Dialog. Die Situation. Ihr Nachbar Valentin ist beim Sport ausgerutscht und hat sich am Rücken verletzt. Sie wollen Valentin gerne helfen. Die Aufgabe. Planen Sie gemeinsam, was Sie tun möchten. Und hier sind einige Notizen. Valentin besuchen? Ihm helfen? Wobei und wann ihm helfen? Für ihn einkaufen gehen? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Tina. Schön dich zu sehen. Hallo Josef. Ja, ich finde es auch schön, dich zu sehen. Wie geht es dir? Es geht mir sehr gut, danke. Hoffentlich dir auch? Ja, mir geht's auch gut, vielen Dank. Was gibt es Neues? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Was gibt es Neues? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Hast du schon gehört, was mit Valentin passiert ist? Hast du schon gehört, was mit Valentin passiert ist? Was ist denn passiert? Unser Nachbar Valentin ist beim Sport ausgerutscht und hat sich am Rücken verletzt. Unser Nachbar Valentin ist beim Sport ausgerutscht und hat sich am Rücken verletzt. Oh nein, das ist ja schlimm. Wie ist das passiert? Oh nein, das ist ja schlimm. Wie ist das passiert? Er war Basketball spielen, ist dabei ausgerutscht und hingefallen. Er war Basketball spielen, ist dabei ausgerutscht und hingefallen. Es tut mir wirklich leid. Ist er jetzt im Krankenhaus? Kann man ihn besuchen? Es tut mir wirklich leid. Ist er jetzt im Krankenhaus? Kann man ihn besuchen? Er war schon im Krankenhaus. Als der Unfall passierte, haben die anderen Leute vor Ort einen Krankenwagen gerufen. Als der Unfall passierte, haben die anderen Leute vor Ort einen Krankenwagen gerufen, der ihn ins Krankenhaus gebracht hat. Der ihn ins Krankenhaus gebracht hat. Im Krankenhaus wurde er untersucht und er musste 2 oder 3 Tage dort bleiben. Im Krankenhaus wurde er untersucht und er musste 2 oder 3 Tage dort bleiben. Aber jetzt ist er wieder zu Hause. Aber jetzt ist er wieder zu Hause. Er kann aber nicht hinausgehen und sich auch noch nicht gut bewegen. Er kann aber nicht hinausgehen und sich auch noch nicht gut bewegen. Ich glaube, es kommt täglich jemand von einem Pflegedienst bei ihm vorbei, um ihn zu unterstützen. Ich glaube, es kommt täglich jemand von einem Pflegedienst bei ihm vorbei, um ihn zu unterstützen. Ich hoffe wirklich, dass es Valentin bald wieder besser geht. Ich hoffe wirklich, dass es Valentin bald wieder besser geht. Was meinst du? Glaubst du, würde er sich freuen, wenn wir ihn besuchen? Was meinst du? Glaubst du, würde er sich freuen, wenn wir ihn besuchen? Wir könnten ihm auch helfen. Was denkst du? Wir könnten ihm auch helfen. Was denkst du?
Natürlich. Was hältst du davon, ihn nächstes Wochenende zu besuchen? Natürlich. Was hältst du davon, ihn nächstes Wochenende zu besuchen? Ja, am Wochenende habe ich Zeit. Ja, am Wochenende habe ich Zeit. Ich werde Valentin anrufen und ihn fragen, ob ihm das passt, wenn wir vorbeikommen. Ich werde Valentin anrufen und ihn fragen, ob ihm das passt, wenn wir vorbeikommen. Oh super. Vielen Dank, dass du Valentin anrufen wirst. Oh super. Vielen Dank, dass du Valentin anrufen wirst. Hast du eigentlich eine Idee, wobei wir ihm helfen könnten? Hast du eigentlich eine Idee, wobei wir ihm helfen könnten? Wir könnten Valentin fragen, ob er beim Putzen seiner Wohnung Hilfe benötigt. Wir könnten Valentin fragen, ob er beim Putzen seiner Wohnung Hilfe benötigt. Weil er sich ja nicht bewegen kann und das vielleicht der Pflegedienst auch nicht macht. Weil er sich ja nicht bewegen kann und das vielleicht der Pflegedienst auch nicht macht. Was denkst du? Ja, da hast du recht. Das könnte sicher für ihn hilfreich sein. Ja, da hast du recht. Das könnte sicher für ihn hilfreich sein. Könntest du dich darum kümmern und ihn fragen, wenn du ihn anrufst? Könntest du dich darum kümmern und ihn fragen, wenn du ihn anrufst? Ich könnte für ihn einkaufen gehen, wenn er etwas braucht. Ich könnte für ihn einkaufen gehen, wenn er etwas braucht. Selbstverständlich. Das mache ich gerne. Selbstverständlich. Das mache ich gerne. Vielleicht sollen wir auch die Post aus dem Briefkasten holen? Vielleicht sollen wir auch die Post aus dem Briefkasten holen? Ja, das ist eine gute Idee. Und den Müll noch entsorgen. Ja, das ist eine gute Idee. Und den Müll noch entsorgen. Wie findest du das? Gut. Wegen der Post und des Mülls werde ich ihn fragen. Gut. Wegen der Post und des Mülls werde ich ihn fragen. Wann hättest du am Wochenende Zeit, um Valentin gemeinsam zu besuchen? Wann hättest du am Wochenende Zeit, um Valentin gemeinsam zu besuchen? Am Samstag um 12 Uhr? Geht das bei dir? Am Samstag um 12 Uhr? Geht das bei dir? Eigentlich nein. Da habe ich einen wichtigen Termin. Wie wäre es um 15 Uhr? Eigentlich nein. Da habe ich einen wichtigen Termin. Wie wäre es um 15 Uhr? Das geht sich leider bei mir nicht aus, weil ich um 15:30 Uhr schon weg muss. Das geht sich leider bei mir nicht aus, weil ich um 15:30 Uhr schon weg muss. Ich habe einen Vorschlag. Ich könnte schon um 13 Uhr hingehen. Ich habe einen Vorschlag. Ich könnte schon um 13 Uhr hingehen. Und du kommst einfach um 15 Uhr hin und kannst ja dann auch länger bleiben. Und du kommst einfach um 15 Uhr hin und kannst ja dann auch länger bleiben. Ja, das ist gut, einverstanden. Ich frage Valentin, ob das für ihn auch so passt. Ja, das ist gut, einverstanden. Ich frage Valentin, ob das für ihn auch so passt.
Super, danke. Dann schönen Tag noch, und bis dahin. Die Situation. Sie wollen gerne zusammen eine Reise nach Rom machen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Wann gehen? Wie lange bleiben? Flüge und Hotel buchen? Was sehen? Essen probieren? Weitere Ideen? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hallo Paul. Wie geht es dir? Hallo Lisa. Mir geht es gut, danke der Nachfrage, und dir? Ganz gut, danke. Du, ich habe eine aufregende Idee. Was hältst du davon, wenn wir zusammen eine Reise nach Rom machen? Oh, das klingt fantastisch. Ich habe schon so viel über Rom gehört. Ich bin dabei. Super, dann ist es entschieden. Lass uns überlegen, wann wir gehen und wie lange wir bleiben. Ja, das ist eine wichtige Frage. Wann würdest du gerne nach Rom reisen? Wie wäre es mit dem nächsten Monat? Wir könnten 4 Tage dort verbringen. Ja, ich habe keine Pläne für den nächsten Monat. 4 Tage in Rom hören sich perfekt an. Gut, dann haben wir unser Reisedatum. Ich werde nach Flügen suchen und dir Bescheid geben. Danke Lisa, du bist echt gut in der Planung. Gerne, es macht mir Spaß, solche Dinge zu organisieren. Wir sollten auch eine Unterkunft buchen. Ja, das sollten wir. Ich denke, ein Hotel in der Nähe der Sehenswürdigkeiten wäre am besten. Wie findest du das? Ich stimme dir zu. Ich werde nach Hotels suchen, die zentral gelegen sind. Perfekt. Ich vertraue dir bei der Wahl des Hotels. Danke, Paul, ich werde mich darum kümmern. Gibt es bestimmte Sehenswürdigkeiten, die du unbedingt sehen möchtest? Ich möchte auf jeden Fall das Kolosseum und den Petersplatz besichtigen. Oh, und die Sixtinische Kapelle. Das klingt nach einer tollen Liste. Ich möchte auch den Trevi-Brunnen und das Pantheon sehen. Das sind großartige Sehenswürdigkeiten. Wir sollten uns eine Liste machen und sicherstellen, dass wir nichts verpassen. Klar, ich werde eine Reisecheckliste vorbereiten, damit wir alles im Blick haben. Du bist echt gut vorbereitet, Lisa. Ich bin dankbar, dass du die Reiseplanung übernimmst. Das mache ich gerne, Paul. Es ist schön, dass wir diese Reise zusammen machen. Ich bin auch dankbar, Lisa. Mit dir wird es sicherlich ein unvergessliches Abenteuer. Dann sollten wir uns auch über die Verpflegung während der Reise Gedanken machen. Ja, das ist eine wichtige Sache. Ich schlage vor, dass wir uns in Rom in Restaurants verwöhnen lassen. Was denkst du? Gute Idee. Die italienische Küche ist so lecker. Ich freue mich schon auf Pasta und Pizza. Ich habe gehört, dass es in Rom die besten gibt. Oh ja. Und nicht zu vergessen das italienische Eis. Das müssen wir unbedingt probieren. Definitiv. Ich werde sicherlich viel Eis essen. Ich hoffe, ich bekomme keine Eiskugelkoma-Zustände. Das wird sicherlich ein Genuss.
Wir könnten auch ein paar Snacks für unterwegs mitnehmen. Das wird sicherlich ein Genuss. Wir könnten auch ein paar Snacks für unterwegs mitnehmen. Ja, das könnten wir machen. Ich werde ein paar Müsli-Riegel und Obst einpacken. Ja, das könnten wir machen. Ich werde ein paar Müsli-Riegel und Obst einpacken. Und ich könnte einige Getränke besorgen, damit wir unterwegs hydratisiert bleiben. Und ich könnte einige Getränke besorgen, damit wir unterwegs hydratisiert bleiben. Du denkst wirklich an alles, Lisa. Du bist eine großartige Reisepartnerin. Du denkst wirklich an alles, Lisa. Du bist eine großartige Reisepartnerin. Danke, Paul. Ich möchte, dass unsere Reise reibungslos verläuft und wir jede Minute genießen können. Danke, Paul. Ich möchte, dass unsere Reise reibungslos verläuft und wir jede Minute genießen können. Das wird bestimmt so sein. Es ist so schön, all die Pläne mit dir zu machen. Das wird bestimmt so sein. Es ist so schön, all die Pläne mit dir zu machen. Ich fühle genauso, Paul. Ich bin dankbar, dass du dabei bist und wir diese Reise zusammen erleben können. Ich fühle genauso, Paul. Ich bin dankbar, dass du dabei bist und wir diese Reise zusammen erleben können. Paul, vielleicht könnten wir auch ein paar Aktivitäten planen, die wir in Rom unternehmen können. Paul, vielleicht könnten wir auch ein paar Aktivitäten planen, die wir in Rom unternehmen können. Ja, das ist eine gute Idee. Wir könnten eine Stadtrundfahrt machen oder an einer geführten Tour teilnehmen. Wir könnten eine Stadtrundfahrt machen oder an einer geführten Tour teilnehmen. Genau. Das könnte uns helfen, die Stadt besser kennenzulernen und ihre Geschichte zu verstehen. Genau. Das könnte uns helfen, die Stadt besser kennenzulernen und ihre Geschichte zu verstehen. Und vielleicht könnten wir auch ein paar Museen besuchen. Rom hat so viele historische Schätze. Und vielleicht könnten wir auch ein paar Museen besuchen. Rom hat so viele historische Schätze. Das stimmt. Das Vatikanische Museum und das Kapitolinische Museum stehen definitiv auf meiner Liste. Das stimmt. Das Vatikanische Museum und das Kapitolinische Museum stehen definitiv auf meiner Liste. Das klingt nach einer spannenden Erfahrung. Ich freue mich darauf, all die Kultur und Kunst zu entdecken. Das klingt nach einer spannenden Erfahrung. Ich freue mich darauf, all die Kultur und Kunst zu entdecken. Und wie wäre es mit einem Abendspaziergang entlang des Tiberufers? Rom ist nachts so romantisch. Und wie wäre es mit einem Abendspaziergang entlang des Tiberufers? Rom ist nachts so romantisch. Oh ja, das hört sich nach einer romantischen Idee an. Ich bin sicher, es wird wunderschön sein. Oh ja, das hört sich nach einer romantischen Idee an. Ich bin sicher, es wird wunderschön sein. Ich werde mir auch eine Liste von Restaurants machen, die für ihre köstliche italienische Küche bekannt sind. Ich werde mir auch eine Liste von Restaurants machen, die für ihre köstliche italienische Küche bekannt sind. Das ist eine großartige Idee. Ich bin bereit, die besten italienischen Gerichte zu probieren. Das ist eine großartige Idee. Ich bin bereit, die besten italienischen Gerichte zu probieren. Und denk daran, dass in Italien das Trinkgeld nicht üblich ist.
Es ist bereits im Service enthalten. Und denk daran, dass in Italien das Trinkgeld nicht üblich ist. Es ist bereits im Service enthalten. Gut zu wissen. Ich werde daran denken, kein zusätzliches Trinkgeld zu geben. Gut zu wissen. Ich werde daran denken, kein zusätzliches Trinkgeld zu geben. Du lernst schnell, Paul. Ja, ich möchte sicherstellen, dass wir uns respektvoll verhalten und die Kultur respektieren. Ja, ich möchte sicherstellen, dass wir uns respektvoll verhalten und die Kultur respektieren. Das ist wirklich schön. Es zeigt, dass du aufgeschlossen und interessiert an neuen Erfahrungen bist. Das ist wirklich schön. Es zeigt, dass du aufgeschlossen und interessiert an neuen Erfahrungen bist. Mit dir als Reisepartnerin kann ich nichts falsch machen. Du bist so gut vorbereitet. Mit dir als Reisepartnerin kann ich nichts falsch machen. Du bist so gut vorbereitet. Danke, Paul. Ich schätze deine Unterstützung. Ich freue mich darauf, all diese wunderbaren Erfahrungen mit dir zu teilen. Danke, Paul. Ich schätze deine Unterstützung. Ich freue mich darauf, all diese wunderbaren Erfahrungen mit dir zu teilen. Ich mich auch, Lisa. Mit dir fühlt sich alles wie ein großes Abenteuer an. Ich mich auch, Lisa. Mit dir fühlt sich alles wie ein großes Abenteuer an. Lass uns sicherstellen, dass es eine unvergessliche Reise wird. Lass uns sicherstellen, dass es eine unvergessliche Reise wird. Auf eine unvergessliche Reise nach Rom. Ja, es wird großartig. Die Situation. Sie wollen gerne zusammen ins Fitnessstudio gehen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Trainingsplan. Wann damit beginnen? Welche Übungen machen? Wie oft trainieren? Ziele? Sportkleidung? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Thomas, hast du Lust, zusammen ins Fitnessstudio zu gehen? Thomas, hast du Lust, zusammen ins Fitnessstudio zu gehen? Klar, das klingt gut. Ich bin schon lange nicht mehr im Fitnessstudio gewesen. Klar, das klingt gut. Ich bin schon lange nicht mehr im Fitnessstudio gewesen. Super, ich bin auch schon seit ein paar Wochen nicht mehr da gewesen. Super, ich bin auch schon seit ein paar Wochen nicht mehr da gewesen. Aber ich denke, es ist an der Zeit, wieder damit anzufangen. Aber ich denke, es ist an der Zeit, wieder damit anzufangen. Ja, das stimmt. Wie wäre es, wenn wir uns morgen treffen und zusammen hingehen? Ja, das stimmt. Wie wäre es, wenn wir uns morgen treffen und zusammen hingehen? Das klingt super. Wann passt es dir am besten? Das klingt super. Wann passt es dir am besten? Wie wäre es um 11 Uhr? 11 Uhr passt gut für mich. Wir können uns dann im Fitnessstudio treffen. 11 Uhr passt gut für mich. Wir können uns dann im Fitnessstudio treffen. Aber, bevor wir anfangen, sollten wir uns Gedanken darüber machen, welche Übungen wir machen wollen. Aber, bevor wir anfangen, sollten wir uns Gedanken darüber machen, welche Übungen wir machen wollen.
Ja, das ist eine gute Idee. Ich habe seit einiger Zeit nicht mehr trainiert, deshalb möchte ich ein paar Grundübungen machen. Ich habe seit einiger Zeit nicht mehr trainiert, deshalb möchte ich ein paar Grundübungen machen. Ich verstehe. Ich denke, es wäre gut, wenn wir uns auf einige Grundübungen konzentrieren. Ich verstehe. Ich denke, es wäre gut, wenn wir uns auf einige Grundübungen konzentrieren. Aber, wir sollten auch ein bisschen Cardio machen, um unser Herz zu stärken. Aber, wir sollten auch ein bisschen Cardio machen, um unser Herz zu stärken. Ja, das klingt vernünftig. Es wäre auch gut, wenn wir uns auf bestimmte Muskelgruppen konzentrieren. Es wäre auch gut, wenn wir uns auf bestimmte Muskelgruppen konzentrieren. Ich möchte gerne meine Arme und meine Brust trainieren. Ich möchte gerne meine Arme und meine Brust trainieren. Okay, das finde ich super. Ich möchte gerne meine Beine und meinen Bauch trainieren. Ich möchte gerne meine Beine und meinen Bauch trainieren. Aber, bevor wir uns entscheiden, welche Übungen wir machen wollen, sollten wir uns die Maschinen und Geräte im Fitnessstudio ansehen. Aber, bevor wir uns entscheiden, welche Übungen wir machen wollen, sollten wir uns die Maschinen und Geräte im Fitnessstudio ansehen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich war schon eine Weile nicht mehr im Fitnessstudio, deshalb möchte ich mir alles noch einmal ansehen. Ich war schon eine Weile nicht mehr im Fitnessstudio, deshalb möchte ich mir alles noch einmal ansehen. Okay, dann treffen wir uns morgen im Fitnessstudio und sehen uns alles an. Okay, dann treffen wir uns morgen im Fitnessstudio und sehen uns alles an. Danach können wir uns entscheiden, welche Übungen wir machen wollen. Danach können wir uns entscheiden, welche Übungen wir machen wollen. Ja, das klingt gut. Aber was ist, wenn wir nicht wissen, wie man eine bestimmte Übung macht? Ja, das klingt gut. Aber was ist, wenn wir nicht wissen, wie man eine bestimmte Übung macht? Das ist kein Problem. Wir können einfach einen der Trainer im Fitnessstudio fragen. Wir können einfach einen der Trainer im Fitnessstudio fragen. Sie sind immer bereit, uns zu helfen und uns zu zeigen, wie man eine Übung macht. Sie sind immer bereit, uns zu helfen und uns zu zeigen, wie man eine Übung macht. Ah, okay, das ist praktisch. Ich denke, es wäre auch gut, wenn wir uns einen Plan machen, wie oft wir ins Fitnessstudio gehen wollen. Ich denke, es wäre auch gut, wenn wir uns einen Plan machen, wie oft wir ins Fitnessstudio gehen wollen. Ja, das ist eine gute Idee. Wie oft möchtest du eigentlich ins Fitnessstudio gehen? Ja, das ist eine gute Idee. Wie oft möchtest du eigentlich ins Fitnessstudio gehen? Ich denke, es wäre gut, wenn wir uns 2-mal pro Woche treffen und zusammen trainieren. Ich denke, es wäre gut, wenn wir uns 2-mal pro Woche treffen und zusammen trainieren. Okay, das klingt gut. Aber wir sollten auch selbstständig trainieren. Okay, das klingt gut. Aber wir sollten auch selbstständig trainieren. Ich denke, es wäre gut, wenn wir es schaffen, mindestens einmal pro Woche alleine ins Fitnessstudio gehen.
Ich denke, es wäre gut, wenn wir es schaffen, mindestens einmal pro Woche alleine ins Fitnessstudio gehen. Ja, das passt für mich. Ich denke, ich werde am Mittwoch alleine ins Fitnessstudio gehen. Ja, das passt für mich. Ich denke, ich werde am Mittwoch alleine ins Fitnessstudio gehen. Okay, sicher. Dann werde ich am Freitag alleine trainieren. Okay, sicher. Dann werde ich am Freitag alleine trainieren. Aber ich denke, es wäre auch gut, wenn wir uns Ziele setzen, die wir erreichen möchten. Aber ich denke, es wäre auch gut, wenn wir uns Ziele setzen, die wir erreichen möchten. Ja, das stimmt. Also mein Ziel ist es, meine Muskeln aufzubauen und stärker zu werden. Und deines? Ja, das stimmt. Also mein Ziel ist es, meine Muskeln aufzubauen und stärker zu werden. Und deines? Das klingt gut. Mein Ziel ist es, meinen Körper zu straffen und ein paar Kilo zu verlieren. Das klingt gut. Mein Ziel ist es, meinen Körper zu straffen und ein paar Kilo zu verlieren. Ich denke, wenn wir uns Ziele setzen, motiviert uns das, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Ich denke, wenn wir uns Ziele setzen, motiviert uns das, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, das denke ich auch. Aber, wie werden wir unsere Fortschritte messen? Ja, das denke ich auch. Aber, wie werden wir unsere Fortschritte messen? Wir könnten uns ein Tagebuch machen und unsere Fortschritte darin notieren. Wir könnten uns ein Tagebuch machen und unsere Fortschritte darin notieren. Oder, wir können regelmäßig Fotos von uns machen, um zu sehen, wie unser Körper sich verändert. Oder, wir können regelmäßig Fotos von uns machen, um zu sehen, wie unser Körper sich verändert. Das ist eine gute Idee. Ich denke, ein Tagebuch wäre am besten. Wir können unsere Fortschritte notieren und uns gegenseitig motivieren. Ich denke, ein Tagebuch wäre am besten. Wir können unsere Fortschritte notieren und uns gegenseitig motivieren. Ja, passt. Aber ich denke, bevor wir anfangen, können wir uns sportliche Kleidung besorgen und uns bereit machen. Ja, passt. Aber ich denke, bevor wir anfangen, können wir uns sportliche Kleidung besorgen und uns bereit machen. Ja, die Idee gefällt mir gut. Lass uns heute noch dafür einkaufen gehen und dann morgen um 11 Uhr im Fitnessstudio treffen und zusammen trainieren. Lass uns heute noch dafür einkaufen gehen und dann morgen um 11 Uhr im Fitnessstudio treffen und zusammen trainieren. Ja, super. Ich freue mich schon darauf. Ja, super. Ich freue mich schon darauf. Ich mich auch. Die Situation. Ihre Nachbarn waren in letzter Zeit sehr laut. Sie wollen daher dieses Problem lösen. Die Aufgabe. Planen Sie zusammen, was Sie dafür tun könnten. Und hier sind einige Notizen. Eine Lösung finden. Was machen? Mit ihnen sprechen? Wann und wo? Weitere Vorschläge? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Hi Katrin, hast du kurz Zeit? Ich wollte mit dir über unsere Nachbarn sprechen.
Hallo Simon, ja, sicher. Was ist los? Nun, ich habe das Gefühl, dass unsere Nachbarn in letzter Zeit sehr laut waren. Ich habe Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren und mich zu entspannen, wenn ich zu Hause bin. Ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, dieses Problem zu lösen. Oh ja, ich verstehe, wie du dich fühlst. Ich habe auch bemerkt, dass sie in letzter Zeit lauter waren, als üblich. Ich habe auch bemerkt, dass sie in letzter Zeit lauter waren, als üblich. Ich denke, wir sollten vielleicht mit ihnen sprechen und sie höflich darum bitten, etwas leiser zu sein. Ich denke, wir sollten vielleicht mit ihnen sprechen und sie höflich darum bitten, etwas leiser zu sein. Wie findest du das? Ja, das könnte eine gute Idee sein. Aber ich weiß nicht, wie wir das ansprechen sollen, ohne sie zu verärgern. Aber ich weiß nicht, wie wir das ansprechen sollen, ohne sie zu verärgern. Hast du da eine Idee? Nun, ich glaube, wir sollten einfach höflich und respektvoll sein. Nun, ich glaube, wir sollten einfach höflich und respektvoll sein. Wir sollten ihnen sagen, dass wir ihre Nachbarn sind und dass wir in letzter Zeit viel Lärm von ihnen gehört haben. Wir sollten ihnen sagen, dass wir ihre Nachbarn sind und dass wir in letzter Zeit viel Lärm von ihnen gehört haben. Vielleicht können wir gemeinsam eine Lösung finden, damit wir alle in Frieden zusammenleben können. Vielleicht können wir gemeinsam eine Lösung finden, damit wir alle in Frieden zusammenleben können. Ist das eine gute Idee? Ja, das klingt vernünftig. Aber wie stellen wir sicher, dass sie uns verstehen? Ich meine, sie sprechen nicht unsere Sprache. Aber wie stellen wir sicher, dass sie uns verstehen? Ich meine, sie sprechen nicht unsere Sprache. Wir könnten vielleicht versuchen, einen Dolmetscher oder einen Übersetzer zu finden, der uns helfen kann, das Gespräch zu führen. Wir könnten vielleicht versuchen, einen Dolmetscher oder einen Übersetzer zu finden, der uns helfen kann, das Gespräch zu führen. Oder wir könnten Google Translate oder eine andere Übersetzungs-App verwenden, um sicherzustellen, dass wir uns richtig verstehen. Oder wir könnten Google Translate oder eine andere Übersetzungs-App verwenden, um sicherzustellen, dass wir uns richtig verstehen. Was hältst du davon? Das klingt nach einer guten Idee. Vielleicht könnten wir auch ein Treffen mit ihnen organisieren und sie zu uns nach Hause einladen, damit wir das Gespräch in einer ruhigen und entspannten Umgebung führen können. Vielleicht könnten wir auch ein Treffen mit ihnen organisieren und sie zu uns nach Hause einladen, damit wir das Gespräch in einer ruhigen und entspannten Umgebung führen können. Wie findest du das? Ja, das wäre super. Wir sollten ihnen auch etwas zu essen oder zu trinken anbieten, um sie willkommen zu heißen. Wir sollten ihnen auch etwas zu essen oder zu trinken anbieten, um sie willkommen zu heißen. Ich denke, wenn wir ihnen zeigen, dass wir freundlich und respektvoll sind, werden sie wahrscheinlich offener für das Gespräch sein. Ich denke, wenn wir ihnen zeigen, dass wir freundlich und respektvoll sind, werden sie wahrscheinlich offener für das Gespräch sein. Ja, das denke ich auch. Ich werde sehen, ob ich einen Dolmetscher finden kann,
und dann können wir einen Termin vereinbaren. Ich werde sehen, ob ich einen Dolmetscher finden kann, und dann können wir einen Termin vereinbaren. Ich hoffe, dass wir gemeinsam eine Lösung finden können, die für uns alle funktioniert. Ich hoffe, dass wir gemeinsam eine Lösung finden können, die für uns alle funktioniert. Ja, das hoffe ich auch. Und wie gesagt, wenn wir höflich und respektvoll sind und versuchen, ihre Perspektive zu verstehen, können wir eine Lösung finden, mit der alle zufrieden sind. Und wie gesagt, wenn wir höflich und respektvoll sind und versuchen, ihre Perspektive zu verstehen, können wir eine Lösung finden, mit der alle zufrieden sind. Ich stimme dir zu. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast, darüber nachzudenken. Ich stimme dir zu. Vielen Dank, dass du mir geholfen hast, darüber nachzudenken. Ich hoffe, dass wir dieses Problem bald lösen können. Ich hoffe, dass wir dieses Problem bald lösen können. Sicher sehr gerne, das ist ja, was Nachbarn tun sollten, sich gegenseitig helfen. Sicher sehr gerne, das ist ja, was Nachbarn tun sollten, sich gegenseitig helfen. Auf jeden Fall, danke. Ich glaube einfach, es ist wichtig, gute Beziehungen zu unseren Nachbarn zu haben und Konflikte auf eine positive Art und Weise zu lösen. Ich glaube einfach, es ist wichtig, gute Beziehungen zu unseren Nachbarn zu haben und Konflikte auf eine positive Art und Weise zu lösen. Absolut. Es ist viel besser, ein offenes Gespräch zu führen, als sich gegenseitig zu ignorieren oder in einem ständigen Konflikt zu leben. Absolut. Es ist viel besser, ein offenes Gespräch zu führen, als sich gegenseitig zu ignorieren oder in einem ständigen Konflikt zu leben. Da hast du recht. Ich denke auch, dass es wichtig ist, ihnen zuzuhören und ihre Perspektive zu verstehen. Ich denke auch, dass es wichtig ist, ihnen zuzuhören und ihre Perspektive zu verstehen. Vielleicht gibt es Gründe für ihren Lärm, von denen wir nichts wissen. Vielleicht gibt es Gründe für ihren Lärm, von denen wir nichts wissen. Ja, das ist eine gute Sichtweise. Es ist immer wichtig, beide Seiten des Problems zu verstehen, bevor man eine Lösung findet. Es ist immer wichtig, beide Seiten des Problems zu verstehen, bevor man eine Lösung findet. Ich werde versuchen, ein Treffen mit Ihnen auszumachen, wenn wir einen Dolmetscher finden, und hoffentlich können wir dann gemeinsam eine Lösung finden. Ich werde versuchen, ein Treffen mit Ihnen auszumachen, wenn wir einen Dolmetscher finden, und hoffentlich können wir dann gemeinsam eine Lösung finden. Das hoffe ich auch. Und wenn Sie nicht verständnisvoll sind, dann haben wir zumindest versucht, das Problem auf eine positive Art und Weise zu lösen. Das ist das Wichtigste. Und wenn Sie nicht verständnisvoll sind, dann haben wir zumindest versucht, das Problem auf eine positive Art und Weise zu lösen. Das ist das Wichtigste. Ja, ich stimme dir zu. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe und Ratschläge. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe und Ratschläge. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Kein Problem, ich bin immer hier, um zu helfen. Kein Problem, ich bin immer hier, um zu helfen. Lass es mich wissen, wenn es Neuigkeiten gibt, oder wenn ich dir irgendwie noch helfen kann.
Und lass es mich wissen, wenn ich dir sonst irgendwie helfen kann. Lass es mich wissen, wenn es Neuigkeiten gibt, oder wenn ich dir irgendwie noch helfen kann. Und lass es mich wissen, wenn ich dir sonst irgendwie helfen kann. Das werde ich auf jeden Fall tun. Vielen Dank, und einen schönen Tag noch. Das werde ich auf jeden Fall tun. Vielen Dank, und einen schönen Tag noch. Ebenfalls, einen schönen Tag. Bis bald.